Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es ist schon eine ziemliche Weile her, dass ich mich das letzte Mal bei euch gemeldet habe. Aber das liegt hauptsächlich daran, dass die letzten Wochen ganz schön stressig für mich waren. Einerseits war ich krank, was man vielleicht noch ein bisschen hören kann. Andererseits habe ich mich endlich mit meiner Masterarbeit beschäftigt. Und nach einigen stressigen Wochen ist die Masterarbeit auch fertiggestellt. Hier ist der Entwurf, der auch schon meiner Professorin hier in Kanada vorliegt. Bisher hat sie sich zwar noch nicht angeguckt, aber das ist nicht so schlimm. Ich möchte sowieso erst in Deutschland verteidigen. Ja, und damit ist die Hauptaufgabe hier erledigt. Wer jetzt aber denkt, dass ich keine Arbeit mehr habe und nur noch Urlaub mache, der hat sich schwer geirrt. Im Gegenteil, aktuell bin ich immer noch im Labor und zwar mit einer der langweiligsten Aufgaben, die ich jemals machen durfte. So blöd ich die Aufgabe des Nachtsiebens gerade finde, sie zwingt mich zumindest über den Tag hinweg großzügige Pausen einzulegen und die nutze ich dafür, rauszugehen und das zunehmend besser werdende Wetter zu genießen. Aktuell sind es nämlich schon knapp über 0 Grad, sehr angenehm für kanadische Verhältnisse. Und heute nutze ich die freie Zeit, um den Universitätsstore zu besuchen. Aktuell gibt es Rabatte und vielleicht finde ich ja sogar was. Nach einer gefühlten Ewigkeit aussuchen, endlich fündig geworden. Eine Strickjacke. Ich denke mal, das ist keine schlechte Entscheidung. Wie dem aufmerksamen Zuschauer dieses Videos schon aufgefallen sein sollte, haben sich in dieses Video schon einige Aufnahmen reingeschlichen, die doch deutlich von dem abweichen, was wir bisher zu sehen bekommen haben von mir. Ich habe nämlich zu Weihnachten mein Arsenal erweitert, und zwar um eine Kameradrohne. Bisher habe ich die leider noch nicht so oft benutzen können, wie ich das eigentlich wollte. Wie dem auch sei, wir schalten jetzt zum Vergangenheits-Dustin. Der hat nämlich vor ungefähr 3 Wochen die Drohne ausgepackt und zum Jungfernflug antreten lassen. Wow. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Und ready for takeoff in 3, 2, 1. Ist das cool!
Drohne hat ihren Jungfernflug optimal überstanden. Als allererstes muss ich aber, denke ich mal, noch ein wenig das Fliegen an sich lernen und dann kann ich mich um das Filmen damit kümmern. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das über kurz oder lang noch funktionieren wird. Ja. Danke an Vergangenheits-Dusty. Ja, es macht immer noch sehr viel Spaß mit der Drohne zu fliegen, das kann ich euch sagen. Aber man braucht wirklich Übung. Das hat Vergangenheits-Dusty schon wirklich richtig gesagt. Und die werde ich mir in den nächsten Wochen, Monaten drauf schaffen müssen. Denn eine Kollision mit dem Baum habe ich schon hinter mir und zweimal habe ich die Drohne auch schon verloren und wiedergefunden in der Luft. Das war ziemlich beängstigend. Wie dem auch sei, ich gehe jetzt zurück ins Labor und wir sehen uns danach wieder. So Leute, für heute ist Feierabend und wie ihr seht, bin ich zurück in meinem Kellerstudio. Wie ihr seht, hat sich auch da über Weihnachten einiges getan. Ich habe halt sehr viel Spaß am Videos machen. Dennoch bin ich in einem Zwiespalt. Einerseits möchte ich euch natürlich so viel wie möglich von meiner Reise hier zeigen. Auf der anderen Seite verschlingt das Nachbearbeiten der Videos Unmengen an Zeit, die ich wiederum mit Abenteuern hier verbringen könnte. Vermutlich wird es also darauf hinauslaufen, dass ich Videos produziere, also nicht produziere, dass ich Videos drehe und sie dann aber erst später, wenn Zeit ist, nachbearbeite und schneide und im Zweifelsfalle das dann eben auch erst in Deutschland aufhole. Ich habe sowieso noch Unmengen an Material, was ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Wie und ob ich in Deutschland weiter mit Videos mache, weiß ich nicht. Das steht auch auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich habe halt sehr viel Spaß daran und warum sollte ich damit eigentlich aufhören? Wie dem auch sei, das war's fürs heutige Video und ich hoffe wie immer, dass ihr ein wenig Spaß daran hattet. Wenn ja, unterstützt mich mit einem Daumen nach oben, vielleicht dem einen oder anderen Kommentar oder schaut doch auch eins der anderen Videos hier unten. Je nachdem, ob ihr möchtet. Mir egal. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Ich bin jetzt zum Abendessen eingeladen bei Ravi. Und dort gibt es indisches Essen. Wir sehen uns. Ciao. Fold it like this and then chicken and then dip into the sauce and then Enjoy.